Wir befinden uns auf der Unteren Sachsenburg in Thüringen. Dies ist die ältere der beiden Anlagen. Wann genau sie erbaut wurde, ist nicht gesichert. Vermutlich jedoch war es im Laufe des 10. Jahrhunderts. Sie wird übrigens auch Hakenburg genannt. Warum? Das erfahrt ihr in unserem Bericht. Die Ruine der Burg liegt oberhalb der Ortschaft gleichen Namens und kann durch einen schönen Wanderweg erreicht werden. Nur einen Katzensprung von ihr entfernt liegt die obere Sachsenburg. Überlieferungen zufolge soll die untere Sachsenburg im Jahr 940 von einem Ritter von Hake erbaut worden sein. Dafür fehlen zwar jegliche Belege, doch es erklärt zumindest den alternativen Namen. Bis Mitte des 11. Jahrhunderts gehörte die Herrschaft den Grafen von Orlamünde. Dann ging sie an die Landgrafen von Thüringen. Eine Burg wird bei diesem Handwechsel jedoch nicht explizit erwähnt. Somit kommen auch diese beiden Familien als Erbauer in Frage. Während man über ihre Ursprünge also nur spekulieren kann, ist ihre Funktion klar. Die Wehranlage diente zum Schutz des wichtigen Passes, der Porta Thuringica, welcher in das zentrale Thüringer Becken führt. Auf der Burg wohnten Vögte und Burgmannen, welche in der Region die Geschäfte für ihre Besitzer wahrnahmen. Vor Ort fällt vor allem der 22 Meter hohe Turm ins Auge. Dessen unterer Teil wurde in früher Zeit als Wasserspeicher und später als Gefängnis genutzt. Oben gibt es eine Aussichtsplattform. Doch bei unserem Besuch ist der Zugang leider verschlossen. An den Turm schloss ein Wohngebäude an, von welchem noch einige Mauerreste vorhanden sind. Weiter sind ein Kreuzgewölbe, das Kellergewölbe, aus welchem unterirdische Gänge zur oberen Sachsenburg und der alten Kirche führen sollen, und die Überreste des einstigen Wohnturms erhalten. Von der Ringmauer, welche die Burg umfasste, ist auch noch einiges zu sehen. Sitzgelegenheiten auf dem Burggelände und die Aussicht auf das Tal laden zum Verweilen ein. Nach dem Tod von Heinrich Raspe, dem letzten ludowingischen Landgrafen, im Jahr 1247, ließ Graf Siegfried von Anhalt die Pfalzgrafschaft Sachsen und somit auch die untere Sachsenburg besetzen. In der Folge gab es kriegerische Auseinandersetzungen mit den Markgrafen von Meißen, welche als Sieger hervorgingen. Die später im Weißenfelser Vertrag festgelegte Schleifung der Burg scheint jedoch nicht erfolgt zu sein. (1287) wurde sie nämlich erfolgreich gegen Adolf von Nassau verteidigt. (1316) heiratete Dietrich von Hohnstein Sophia von Anhalt.
Dadurch gelangte die Burg in die Hände der Grafen von Hohnstein. Lange blieb sie jedoch nicht in ihrem Besitz. Schon im Jahr 1335 ging sie, wiederum durch Heirat, an die Grafen von Beichlingen. Und schließlich fiel sie 1407 an die Landgrafen von Thüringen. Von diesem Zeitpunkt an diente sie als Sitz des Amtes Sachsenburg. Von hier aus wurden 7 Dörfer verwaltet, die Güter bewirtschaftet und Brückengeld, sprich Zollgebühren, eingenommen. Mitte des 16. Jahrhunderts baute man die Burg zu einer schlossartigen Dreiflügelanlage aus. Über die Jahre nagte der Zahn der Zeit an den Gebäuden und sie wurden baufällig. Die Zeit der unteren Sachsenburg war nun vorbei. 1815 wurde der Amtssitz dann in den Ort verlegt. Die Burg wurde deshalb nicht mehr gebraucht und verfiel in der Folge. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Kommentar unten hinterlassen und wir sehen uns garantiert beim nächsten Mal.